Hallo liebe Freunde der pixeligen Unterhaltung, Telespiel Tobi hier. Ich bin unterwegs in Saarbrücken. Hinter mir seht ihr das Schloss oder zumindest Teile vom Schloss, das ist die Rückseite. Und vor mir ist nicht nur die Sonne, die mich gerade absolut blendet, sondern dort findet auch ein Flohmarkt statt. Der nennt sich der Flohmarkt an der Schlossmauer, obwohl jetzt die letzte Zeit immer so ein bisschen gewandert ist und ist ungefähr so 100-150 Meter von der Schlossmauer entfernt. Egal, der Name bleibt. Flohmarkt an der Schlossmauer und den checken wir jetzt mal aus, direkt nach dem Intro. Was kosten die Spiele? Produktion sind jeweils 10 Euro pro 10, Spiel. okay. Oh, kann man doch das handeln. Die sind halt schon relativ alt, ne? Also 5 für eins wäre schon viel. Ich kenne mich jetzt nicht aus. Ja, also 10, ne? Schran, der hat zwar 10, so, da kann ich aber noch was machen. also gut, bei 10 muss man noch was machen, ne? Ich habe dem Zeichen gar keine Achten. Ja, also 6 für die 2 wäre ich bei. Oh, dann holst du mit. Ja? Die hier, Ja, 4 Stück. was kosten die so? Das sind halt mit Wasserschade und so weiter, sind die nicht viel wert. 20 zusammen? Ach, nee. Ey, ich weiß ja nicht, 5 Euro. Nee, 2 Euro vielleicht für eins. 6, 8. Super 8 Euro. Sagen wir mal 10, das mal. Boah. Ja gut, dann sage ich 6. Nee, das kann. Ja. 9, aber dann 8 dann. Ich Acht. gehe jetzt von 6 auf 8. 2, 4, 6, 8. Jo, komm, ab. Ja? mit. Hallo, Okay. hopp. Gerade in die Tasche. Danke. Hallo. Kannst du sonst noch was anspielen oder nur das hier? Der Recht. Das ist recht. Was? Ja. Das ist ne. Ne. Was wollen Sie für Spiel? 3? Alles auch Film, oder? Ja, Film. Alles Filme. 2 würde ich mitnehmen. Wie viel? Alle? Ja, nee, das hier. Ah ja gut, gehen Sie mal 2 Euro. Ja? Oder 2 für alle. Ich Gehen glaub, Sie mal 5 für alle 3. Nee, also das brauche ich absolut nicht. Nee? Das hier bin ich mir gar nicht sicher, aber nee. Nee, das hier. Ah ja, gehen Sie mal 2 Euro.
willkommen zurück und lasst uns doch jetzt mal im Detail ein bisschen schauen, was ich so gefunden habe. Eigentlich habt ihr das meiste schon gesehen im Video, aber detailliert können wir jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen. Der erste Fund waren 2 Xbox One Spiele und die fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das erste war hier Titanfall, das sind beides 18er Spiele, was ich gefunden habe. Das erste war Titanfall, das war sogar ein Launch-Titel von der Xbox One oder ziemlich direkt am Anfang rausgekommen, jedenfalls schon relativ alt. Aber nichtsdestotrotz habe ich noch nicht und das ist schon krasse Action, da rumst schon ganz schön. Wollte ich auf jeden Fall mal reinschauen und deswegen habe ich das mal mitgenommen. Das zweite ist hier Watch Dogs und auch da bin ich ganz schön heiß drauf. Gerade wegen diesem Hacking-Szenario und ich glaube, das versüßt mir jetzt so ein bisschen die Zeit, bis eben Cyberpunk 2077 rauskommt. Geht vom Szenario ein bisschen in die Richtung. Natürlich ist Cyberpunk ein bisschen dunkler, ein bisschen düsterer und futuristischer, aber nichtsdestotrotz von der Spielart her, denke ich, geht das in die gleiche Richtung. Also hier Watch Dogs, das erste, das zweite ist ja auch schon länger raus. Beide zusammen habe ich für, was war es hier auf dem Spickzettel schauen, für 3 Euro bekommen. Und ja, 2 Xbox One Spiele für 3 Euro finde ich jetzt guten Kurs, kann ich die gerne mal mitnehmen. Die wollten ursprünglich, glaube ich, 10 Euro pro Stück, was ich echt übertrieben finde für so alte Spiele. Aber ja, noch ein bisschen Gespräch hin und her, habe ich dann die 2 für 6 Euro bekommen. Das ist natürlich dann top. Dann machen wir weiter mit einem gemischten Fund. Das sind 3 DS-Spiele, also 3 Stück, 3 DS-Spiele und ein PS3-Spiel, nicht 2 PS3-Spiele, auch nochmal gerade hier gespitzt. Fangen wir an mit den DS-Spielen. Da haben wir einmal, wie fangen wir an? Hier mit Spider-Man 2. Das ist komplett mit Anleitung. Dann haben wir Spider-Man Edge of Time, auch komplett mit Anleitung. Und Burnout Legends. Jetzt die 3 Spiele sind nicht im besten Zustand. Gerade hier, klar, die Anleitung ist dabei, wie ich gesagt habe, aber die Cover und die Hüllen, die haben etwas Feuchtigkeit abbekommen und gerade hier das Burnout, wenn wir das hier uns anschauen, das da oben ist kein Druck, wo haben wir es hier, sondern da ist irgendwie Schnotter reingelaufen, Wasser reingelaufen, das hat das Ganze verfärbt und man sieht es auch am Schattenwurf. Die Cover sind halt nass geworden und haben sich gewellt. Das ist leider bei allen 3 Spielen so und ist natürlich ein bisschen schade, aber der Preis hat es gerichtet, nachdem für alle 4 Spiele der Verkäufer 20 Euro wollte. Der hat aber auch gar keinen Plan gehabt, was er verlangen soll. Habe ich dann im Endeffekt 8 Euro für die 4 Spiele bezahlt, sprich 6 Euro für die 3 DS-Spiele und auch nochmal 2 Euro für dieses PS3-Spiel, das ich euch jetzt noch zeige. Also hier erstmal 6 Euro für 3 mal DS. Das PlayStation-Spiel ist Need for Speed Hot Pursuit. Und Need for Speed hat ja so ein Hoch und Runter, ein Up and Down, ein Achterbahnfahren an Qualität erfahren. Und das hier ist eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Das ist nämlich eine Mischung irgendwie aus Forza Horizon und Burnout. Es geht halt hier eher so eine Open World, offene Welt, in der man rumfahren kann. Jetzt keine Insel, aber so wie immer ein Küstenbereich, ein Bereich, der eher so in den Bergen spielt. Und das ist auch hier schön, wenn wir sehen, ist mit der Anleitung. Und wenn wir die Anleitung hier mal rausnehmen, hier haben wir sie, dann sehen wir, hier hinten dran ist dann noch auf dem Cover so eine Karte drauf gedruckt. Nehmen wir hier einfach mal raus. Und das finde ich eigentlich sehr cool. Das ist jetzt nicht eine Karte mit reingelegt, aber dass eben hier verschiedene Bereiche, die auf der Karte dann auch nochmal vermerkt sind. Ich glaube hier unten, das ist dieser Küstenbereich, der das erste hier oben ist. Ein paar Punkte, die eben irgendwie ikonisch sind oder sehr schön anzusehen sind, sind dann hier nochmal mit Bildern aufgeführt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Es ärgert mich eigentlich, wenn auf Spielen in dem Inlay innen drin keine Anleitung dabei ist, dann das Innencover auch nochmal weiß und nichts drin ist. Ein Wendecover oder sowas Schönes, so eine Karte, finde ich einfach schön und finde ich so ein nettes Extra, das da dem Kunden mitgegeben wird. Und in der Produktion kostet das ja nichts. Das sind
10 Cent mehr Produktion für die Rückseite zum Bedrucken. Und liebe Publisher, ich weiß, es sieht keiner dieses Video von euch, aber sollte es euch zu Ohren kommen, macht doch einfach sowas. Es ist ein netter Bonus. Es sieht einfach besser aus, wenn man hier die Hülle aufmacht, anstatt was weißem Hintergrund einfach so eine Karte zu haben oder einen nett bedruckten Hintergrund. Es macht einfach mehr her. Zwischendurch, das habe ich gar nicht auf dem Video festgehalten, habe ich noch ein bisschen Hardware gefunden. Und zwar einen SCART-Verteiler. Wenn ich mir jetzt hier meinen Game Room aufbaue, möchte ich natürlich manche Konsolen permanent anschließen. Mal schauen, welche das sind, wie ich das machen werde. Oder zumindest hier den SCART-Anschluss von meinem Röhrenfernseher, der ja hinten ist, möchte ich dann einfach nach vorne legen. Dann habe ich natürlich mit so einem Adapter gute Möglichkeit, den Anschluss hier hinten rein und dann hinten rein am Fernseher. Hahaha. Und dann das hier nebendran legen. Da kann ich dann 1, 2, 3 bis maximal 5 Konsolen locker anschließen und muss nicht immer hinter den Fernseher den rumdrehen oder hinten dran krabbeln. Das Ding für 1 Euro mitgenommen. Der Hauptflohmarkt war eben unten an der Schlossmauer, beziehungsweise wie ich am Anfang gesagt habe, 100 Meter davon entfernt. Und das war eben der große Flohmarkt. Bevor ich dort runter bin, habe ich dann gerade kurz vor dem Ausgang noch Bekannte getroffen. Habe mich dort ein bisschen verquatscht, ein bisschen am Stand gestanden. Und während wir so quatschen, sehe ich dann direkt am Stand nebendran eine Frau PlayStation-Spiele auspacken. Das waren so ein Stapel DVDs, da war sie sich auch nicht ganz sicher später im Gespräch, was jetzt Filme sind, was Spiele sind. Aber es waren PlayStation 2 Spiele drunter. Und da bin ich dann gleich hin und habe geguckt, was es so zu bieten hat. Und da habe ich mir dann ein Spiel rausgesucht, und zwar ein Bass-Spiel. Das ist Bass Monster Spaß oder Monster Spaß. Bass Monster Spaß. Toller Reim. Das ist jetzt nicht, wie man von Bass normalerweise denkt, so ein Quiz normalerweise mit diesen Bass-Controllern, sondern das sind so Kinder-Minispiele, die eben nur diesen Bass-Controller benutzen zur einfacheren Steuerung. Und das hat mir eben noch gefehlt. Sonst von den Bass-Quiz müsste ich eigentlich alle Spiele haben. Bin ich mir aber auch nicht sicher, ob da noch 1 oder 2 Stück, vielleicht 1 fehlt. Aber das hatte ich definitiv nicht. Und deswegen habe ich das einfach für 2 Euro mitgenommen. Ja, das war's dann am unteren Flohmarkt. Dann bin ich auf dem Rückweg zum Auto nochmal durchs Schloss durch, und auf dem Vorplatz war dann auch noch ein Flohmarkt, ein kleinerer. Das war eher so klassische Flohmarktware, Antiquitäten, ältere Fahrräder und Trödel und so weiter. Außerdem war auch noch ein Foodmarkt aufgebaut und Velo Swing, also so Swing-Musik mit Tanzfläche und so weiter, also wirklich ganz atmosphärisch und hat dann eben zu diesem Trödel gut gepasst. Nachdem ich mich da am Foodtruck gestärkt habe, noch ein Eis gegessen habe, bin ich dann auf dem Rückweg zum Auto noch auf diesem Flohmarkt ein bisschen rumgelungert, einmal rumgegangen und habe dann an einem Stand was gesehen. Und das ist jetzt nicht typische Retro-Ware, wie ich es normalerweise kaufe, sprich Retro-Spiele, aber trotzdem auf die 80er gemünzt, und zwar Filme der 80er. Das ist jetzt so ein dicker Wälzer, schon ein paar Zentimeter und hat wie viele Seiten? 850, 860 Seiten sehe ich gerade. Und das sind eben die wichtigsten Filme der 80er Jahre. Hier hinten ist auch nochmal eine Liste. Ist das alles oder? Ne. Jetzt haben wir alles. Liste der wichtigsten Filme der 80er Jahre drin mit ein paar Bildern. Es ist auch so ein bisschen dann auch beschrieben. Eben gerade beim Durchblättern bin ich hier auf Blade Runner hängen geblieben. Ja, was erwartet man? Natürlich Horrorfilme auch aus den 80ern. Sehr cool. Also wie gesagt, ein paar Bilder und auch ein paar Infos dazu. Immer so eine halbe Seite, würde ich sagen. Und es ist dann mehr so ein Bildband mit etwas Infos, als dass es wirklich ein Textbuch ist, wo nur ein paar Bilder zu Illustrationen drin sind. Und jetzt für die kommende dunklere Jahreszeit ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Und außerdem macht sich das auch schön in der Bücherwand, im Bücherregal. Finde ich eigentlich recht cool. Ja, muss ich eigentlich mitnehmen, und für 5 Euro eigentlich auch ein guter Deal für so einen dicken Wälzer. Fand ich nicht schlecht. Also ein bisschen
von der Spiele-Retro-Welle weg zu Filme-Retro. Aber keine Angst, ich fange jetzt nicht an, noch VHS zu sammeln. Die nehmen einfach zu viel Platz weg. Ja, das war der Flohmarkt in Saarbrücken an der alten Schlossmauer. Ich wollte gerade Kaimauer sagen. An der alten Schlossmauer. Und ja, ich war mal, wie sonst auch in Saarbrücken, relativ spät dort, weil vorher was zu erledigen war und dann eher so hinterher noch gerade den Flohmarkt mitgenommen. Und dafür, dass es jetzt relativ spät war, habe ich schon ein paar nette Sachen gefunden. Natürlich nicht die Mega-Ausbeute, aber ein paar nette Sachen. Gerade hier die günstigen Xbox One-Spiele fand ich nicht schlecht. Und ja, lasst uns auch ein bisschen unten in den Kommentaren schnacken. Was fandet ihr am besten? Welchen Deal fandet ihr gut? Fandet ihr gut, dass ich auch mal sowas mitgenommen habe, was jetzt nicht unbedingt das Ziel von meinem Kanal ist und auch nicht Ziel von meiner Sammlung ist, aber so eine nette Dreingabe, um die 80er ein bisschen aufleben zu lassen. Ja, wie gesagt, lasst uns etwas schnacken in den Kommentaren und wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch einen Daumen nach oben geben. Bin ich immer dankbar für. Also wir sehen uns dann das nächste Mal hier auf dem Kanal bei Telespiel Tobi. Das bin ich. Frohes Jagen. Bis dahin. Wir sehen uns.